Hey, hallo nochmal. Normalerweise ist die Taktung zwischen meinen Videos etwas mehr als nur 1 oder 2 Tage, aber im letzten Teil hatte ich ja den Madeira das erste Mal nach 11 Tagen aus dem Fass geholt und dann festgestellt, dass er etwas heller geworden ist. Das fand ich recht überraschend. Ich hatte irgendwie mit einem dunkleren Madeira-Wein gerechnet und das war aber nicht der Fall. Und nun habe ich nochmal recherchiert und mir auch selbst überlegt, warum ist der eigentlich heller geworden? Und es gibt gute Gründe dafür und es ist eigentlich auch ein gutes Zeichen für das Fassprojekt. Denn diese Fässer, die enthalten auch gerade nachdem ich viel Wasser reingegeben habe, natürlich auch noch Wasser. Das Holz enthält Wasser und dieses Wasser diffundiert nun in den Madeira. Und wenn das Wasser in den Madeira diffundiert, dann wird der eben farblich gesehen schwächer. Das ist natürlich nur eine leichte Verdünnung, aber man bekommt trotzdem einen helleren Eindruck dadurch. Dann der zweite Aspekt, die Farbe bleibt im Holz. Also das Eichenholz hat so ein bisschen auch eine Filterfunktion. Die Farbstoffe gehen jetzt in das Holz hinein, was natürlich bei kleineren Fässern doch sehr viel mehr noch geschieht als bei größeren. Und das Holz zieht sozusagen die Farbe aus der Flüssigkeit heraus. Und deswegen hat man eben weniger Farbpigmente in der Vorbelegungsflüssigkeit. In diesem Fall ist das der Madeira. Das ändert sich dann irgendwann und das wird sich dann hoffentlich ändern, wenn wir den Whisky dazugeben. Das ist auch dann ein anderes Thema, weil der Whisky natürlich einen sehr viel höheren Alkoholgehalt hat als der Madeira. Dann wird das Holz des Fasses mehr abgeben. Wichtig ist auch, dass dieser Madeira auch aufgrund des besonderen Reifeverfahrens schon vollständig oxidiert ist. Das ist ja eine Reifung, dieses Cantero-Verfahren, wo die Reifung sehr viel Luft an den Wein lässt. Und deswegen ist das auch etwas, was jetzt gar nicht mehr so stark passiert. Und die Farbe wird einfach klarer dadurch. Das ist dann eine weitere Erklärung, warum die Farbe einfach heller geworden ist. Sicherlich auch wichtig, es ist ein getoastetes Fass und das Toasten tut man, damit die Aufnahmefähigkeit des Holzes des Fasses an sich gestärkt wird. Das sorgt natürlich auch dafür, gerade am Anfang, dass sehr viel vom Madeira ins Holz geht. Das ist ja genau auch das, was wir wollen. Und natürlich ist das für dieses Projekt alles eigentlich ganz normal und eigentlich auch positiv. Es hat überhaupt nichts mit dem Qualitätsverlust zu tun. Es ist auch kein Fehler in dem, was ich vorhabe mit meinem Fassprojekt. Ich bin selbst gespannt, wie sich das entwickelt, ob dieser Farbverlust weitergeht bei der nächsten Fassöffnung oder ob das dann ein bisschen anders läuft. Ich wollte aber diesen zweiten Teil dieses Videos unbedingt noch nachschieben, weil mir das vorher so gar nicht klar war und ich auch vorher ganz ehrlich so gar nicht darüber nachgedacht habe. Aber man will ja auch dabei etwas lernen. Ich lerne dabei und ihr vielleicht auch. Ich freue mich, wenn ihr Kommentare hinterlasst oder wenn ihr auch ein Like hinterlasst, das wäre super. Und möchte mich bedanken, dass ihr zugeschaut habt. Und wie gesagt, der nächste Teil geht dann in Richtung Whisky und Whisky-Auswahl. Vielen Dank. Tschüss.